Hallo ihr wundervollen Menschen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Life Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie und bin unter anderem in der Traumatherapie und im Bewusstseinscoaching angesiedelt. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Musik und den Deep Dive in die Lyrics, in die Melodien und alles, was sonst noch dazu gehört, auch die Visuals. Und heute haben wir The Big Push. The Big Push ist die Band, in der unter anderem Ren mitspielt. Und zu Ren habe ich schon einen kleinen Katalog gebastelt mit Reactions. Schaut da also sehr gerne rein. Ich habe überlegt, ob ich zu diesem Song eine Reaction mache, aber es ist nun mal der Song, der neu rausgekommen ist. Und es ist ein Cover von Mambo No. 5 von Lou Bega. Und Lou Bega ist ein deutscher Sänger. Also er kommt aus Deutschland. Und dieser Song hat mich in meiner Jugendzeit ein bisschen begleitet. Und es ist ein super Party-Hit, hat mir immer viel Spaß gemacht. Und gleichzeitig war ich mir nicht sicher, ob der Song zu meinem Kanal passt, weil zumindest an das, woran ich mich erinnere, bringt er nicht so viel Tiefe mit. Aber ich habe gedacht, Challenge, vielleicht schaffe ich es ja doch, ein kleines bisschen Tiefe mit reinzubringen und Perspektive. Wenn ihr da Lust drauf habt, bleibt gerne dran. Und abonniert den Kanal für weitere Sachen und gebt mir ein Like. Und dann lasst uns jetzt in den Song starten. Ich bin sehr gespannt. Said 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's drive to the liquor store on the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. A big bus like I did last week. I gotta stay so deep, 'cause talk is cheap. Like Sandra and Angela and Jessica and Rita. And as they continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bless you, my love. For me, flirting is just like sport. Anything fly, it's all good. Please let me don't pick up, play the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita is all I need. A little bit of Tina is what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of what makes me your man. Oh, oh! Number 5. Now jump in, jump out. Move it all about. Shake your head to the sound. Put your hand on the ground. Take 1 step left, take One step right, one to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. If you're doing it like this, then it better be a right. little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita is all I need. A little bit of Tina is what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of what makes me your man. Number 5. The trumpet. The trumpet, the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita is all I need. A little bit of Tina is what I see. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita is what I need. A little bit of Tina is what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of what makes me your man. Mambo number 5.
Huch. So, stopp. Ja, was... No. Ja, was soll ich sagen? Ich find's cool, wie viel Spaß sie hatten. Das ist, glaube ich, immer auch das Wichtigste. Und ich hole mir nochmal kurz die Lyrics. Dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ich finde auf jeden Fall das Setting, was sie da hatten, ziemlich cool mit der Badewanne, in der sie da gesessen haben. Das ist ziemlich cool. Und mit dem Badeschaum, den Bläsern und zwischendurch den Kamerawinkel, der dann quasi in den Spiegel gegangen ist, um da nochmal in den Raum einzublenden und die Bläser quasi anzuschauen. Und natürlich das Ende. Ja, was soll ich sagen? Cool gemacht. Wirklich, wirklich schön. Und das wird auch quasi dem Humor und nicht nur von Ren, sondern von The Big Push gerecht. So, jetzt hätte ich fast Big Five gesagt. Also, schauen wir uns nochmal die Lyrics an. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't want a beer bust like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra and Rita, and as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good, let me dump it. Please set in the trumpet. Okay, also, wir wollen ja ein bisschen gucken, ob wir ein bisschen Tiefe da reinbringen können. Oder so. Also, wir sind hier in dem Setting. Lass uns auf Tour gehen, lass uns Party machen, lass uns feiern. Alkohol mit den Jungs besorgen und dann quasi auf zur Party. Aber ich möchte mich eigentlich nicht abschießen, wenn ich das richtig verstehe. Weil ich möchte ja noch flirten, ich möchte noch mit den Mädels quatschen können. So, und ich finde mehrere Frauen gerade sehr interessant. Was kann ich tun? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Und das ist vielleicht die Zeile, auf die ich mich so ein bisschen beziehen werde. Flirting is just like a sport. Erstmal ist da nichts Schlimmes dran. So, wir flirten alle gern. Warum flirten wir alle gern? Weil es cool ist, das Gefühl zu kriegen, begehrenswert zu sein. Die Aufregung, die kommt, das Körperkribbeln, vielleicht sogar auch so ein bisschen die Jagd nach jemandem, ne? Dass ich jemanden so im Kontakt mit der Person bin, dass sie Interesse an mir findet. Und dass sie vielleicht sogar bereit wäre für mehr als nur flirten. So, das ist ja dann so ein bisschen die Jagd. So. Und dann zu sagen, das ist für mich wie ein Sport. Und was da immer wieder passiert, und jetzt komme ich schon wieder, auch in diesem Video, auf Dopamin zu sprechen. Das ist halt echt ein Ding, was uns immer wieder beeinflusst. Ne? Was immer wieder was sind die Möglichkeiten, die ich habe? Was könnte noch sein? Und so ganz viele Geschichten ausspinnt von, das wäre ein geiles Szenario und das wäre cool. Und was brauche ich dafür, um das zu erreichen? Also es malt quasi Ziele aus und Möglichkeiten aus, die sich für uns gut anhören. Und dann gibt es uns quasi den Push zu gucken, was brauche ich dafür, um das zu kriegen, und gibt uns die Motivation, auch wirklich loszugehen und das zu machen. Und ich bin ein begehrter Mann, ich kriege Frauen rum. Oder meinetwegen auch umgekehrt, es müssen ja nicht immer die Männer sein. Ne? Es gibt ja auch durchaus Frauen, die gerne flirten und die auf die Männerjagd gehen. So. Gab sogar in den 70ern oder 80ern, glaube ich, so einen Song, der heißt Manhunt. Den habe ich auch lange gefeiert. So, und da geht es ja unter anderem um Selbstwert. Ne? So dieses, wie gut bin ich oder wie begehrenswert bin ich? Was ist mir möglich? Was sind meine Fähigkeiten, auch im Flirten Menschen zu überzeugen, die vielleicht erst kein Interesse haben? Das sind dann die mich wirklich interessieren zum Beispiel. Oder interessieren mich nur die leicht zu haben sind? Wie schnell lasse ich, wenn sich jemand für mich interessiert, die Person wieder fallen?
reicht es noch dafür, um quasi mit ihr ins Bett zu gehen? So? Oder geht es mir eigentlich nur ums Flirt und in dem Moment, wo ich die Person habe und die Person bereit wäre, den nächsten Schritt mit mir zu gehen, verliere ich das Interesse? So? Oder will ich noch mit ihr ins Bett gehen und noch das mitnehmen? Und danach interessiere ich mich für was anderes? Oder suche ich vielleicht eigentlich nach einer Beziehung, aber gleichzeitig interessiert mich das Flirten so sehr, dass ich einfach auch während meiner Beziehung immer wieder flirte, weil es mir nur um diese Aufregung geht und um diesen Spaß und dieses Kribbeln und mich gut fühlen. Ein bisschen so dieses, da interessiert sich jemand für mich. Ne? So dieses, gerade auch wenn man lange in einer Beziehung ist und man sich so ein bisschen aneinander gewöhnt hat, ne, dann lässt so dieses Flirten und dieses obsessive Behavior quasi miteinander, lässt dann nach. Und man wird ruhiger miteinander und gesettelter. Und dann kann es sein, dass man sich nicht mehr so begehrt fühlt. Und dann möchte man flirten, um wieder so ein bisschen dieses, okay, ich bin immer noch interessant für Menschen zu kriegen. So dieses Gefühl. Und das ist, wie gesagt, erstmal nichts Schlimmes. Es ist immer die Frage, wie handle ich? Es ist einfach nur ein harmloses Flirten, was allen Spaß macht. Hey, warum nicht? Voll cool. Geht es darum, irgendjemandem Hoffnung zu machen und ihn dann fallen zu lassen? Dann wird es schon wieder ein bisschen schwieriger. Geht es darum, nur jemanden ins Bett zu kriegen und dann fallen zu lassen? Und das ist nicht in Absprache, beziehungsweise ne, da ist vielleicht jemand eben auf der anderen Seite, der sich Hoffnung gemacht hat, der mehr wollte. Und da gibt es ja immer wieder diesen Punkt so von wegen, wenn die Frau sich schon gleich am Anfang rumkriegen lässt, hat sie halt selber Pech gehabt, dass sich der Mann nicht mehr für sie interessiert, ist ja ganz klar. So eine Aussagen gibt es auch, ne, und umgekehrt auch. Wenn ein Mann so leicht zu haben ist, dann es gibt ja so viele Erklärungsmodelle, warum wir so schnell wieder das Interesse verlieren, um das zu rechtfertigen, dass wir das Interesse wieder verlieren. Aber oft ist es genau diese Dopaminschleife. Ne? Ich habe das gekriegt, das Ziel erreicht und damit sagt das Dopamin, ja, reicht, passt, ich bin raus. Und dann würde es eigentlich darum gehen, im Hier und Jetzt zu bleiben und sowas wie Oxytocin und Serotonin anzukurbeln, sozusagen. Aber wir Menschen jagen gern dem Dopamin hinterher, weil sich das mehr nach einer Belohnung anfühlt. Dieses Streben nach, immer höher, besser, weiter. Und was kann ich noch erreichen? Und wie wäre das, wenn? Und bei dieser Frau oder dieser Mann, wenn ich den haben könnte. So, und da kommen wir dann auch wieder zum Selbstwert. Ne? So. Bin ich jemand, der ein sehr geringes Selbstwert hat und der sehr abhängig davon ist, dass ich jemanden finde, der mit mir flirtet? Was macht das mit meinem Gefühl? Gibt es mir dann mehr Wert? So. Oder fühle ich mich danach vielleicht sogar schlecht, weil ich irgendwie zum Beispiel wirklich in einer Beziehung bin und danach geflirtet habe? Oder es ist einfach nur Spaß und die Aufregung und hat überhaupt gar nichts mit dem Wert zu tun. Es ist manchmal ganz gut, das zu hinterfragen und sich das genauer anzugucken. So. Lass uns nochmal gucken, ob der zweite Vers irgendwie noch was hatte. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground, take one step left, one step right, one to the front and one to the side. Okay, nein. Viel mehr gibt der Song für mich nicht her. Aber das ist auch total egal oder total in Ordnung. Zum Schluss, I do all to fall in love with a girl like you, 'cause you can't run and you can't hide. You and me gonna touch the sky. Das könnte man sich nochmal angucken. Also, er sagt ja eigentlich, ich habe total Lust mit einem Mädel in mich zu verlieben. So, also, fall in love with a girl. Und dann dieses You can't run and you can't hide. Du kannst dich nicht verstecken und du kannst auch nicht wegrennen von mir. Das finde ich ganz interessant. Das kann einmal auf der Ebene einfach sein. Wenn ich mich in dich verliebe, dann kannst du wegrennen, wie du willst. Ich bin trotzdem in dich verliebt. So, das wird nichts ändern. Es kann aber auch sein, dass er sich ganz explizit Frauen raussucht, die nicht wegrennen, die abhängig von der Aufmerksamkeit sind oder die darüber ihren Wert kriegen oder die einfach auf der Suche nach einer Beziehung sind und nach Liebe sind. Und genau deswegen sucht er sich diese Frauen, weil die nicht einfach wegrennen sozusagen oder ihn schnell durchschauen oder was auch immer so. Und so dieses, es gibt auch diesen Spruch, ich nehme alles oder ich kriege alles oder bespringe alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, sozusagen. Und ne, dieses, wenn ich im Raum bin, dann flirte ich mit dir. Du kannst halt nicht abhauen. Ich bin da, du bist da. Ich werde auf jeden Fall mit dir flirten. Ist egal, wer du bist,
Hauptsache du bist eine Frau und dann flirte ich mit dir. So, weil ich finde alle Frauen total interessant und total spannend und es macht mir total Spaß. Und es geht mir nicht darum, dass da mehr draus wird. So, es muss nicht um irgendwas gehen. Es geht nur um das Flirten. Und dieses für eine Nacht verknallen, verliebt sein. So. Weil auch hier kommen wir an den Punkt, was ist lieben oder verlieben. Und das bedeutet für unterschiedlichste Menschen das Unterschiedlichste. Also, und es werden unterschiedliche Dinge damit verknüpft. Für die einen ist es was ganz, ganz doll Ernstes, was man nicht mit jedem kann. Andere sagen, ich verliebe mich in jede zweite Person, weil ich Menschen einfach so toll finde und ich verliebe mich in den Menschen. So. Aber das heißt nicht, dass ich irgendwas mit der anfangen möchte, dass ich eine Beziehung will oder irgendwie sowas. Genau, und ich bin einfach so schnell hin und weg und bin dann einfach in meinen, you and me gonna touch the sky, so bin in meiner Traumwelt und lebe das einfach in dem Moment und ist total toll und total cool. Und dann reicht's auch wieder. Danke. Morgen die nächste. Oder vielleicht noch am selben Abend. So. Ja, so, das reicht jetzt. Genug versucht rein zu interpretieren. Was sind eure Gedanken? Was nehmt ihr aus dem Song mit? Hattet ihr auch Spaß? Hattet ihr Freude an dem Song? Kanntet ihr den Song schon vorher und habt einfach wieder mitgesungen und mitgetanzt? Ich fand es sehr spannend, wie viel ich noch konnte. Und ich habe den Song wirklich ewig nicht gehört. Ewig. Aber ja, so Songs aus der Jugend, die bleiben im Kopf hängen. Ne? So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr mehr sehen wollt. Ich bin bei den ganzen Ren-Geschichten auf jeden Fall dabei. Auch bei den Big Push-Sachen. Wenn ihr spezielle Sachen auch von Big Push sehen wollt oder noch von Ren, die ich noch nicht gemacht habe, dann sagt mir gerne Bescheid, droppt das in die Kommentare. Und dann packe ich das auf meine Liste. Ansonsten habe ich auch noch ein paar andere Künstler, die ich in meinem Portfolio habe. Schaut da gerne rein. Genau, also abonniert den Kanal, es lohnt sich. Aktiviert die Glocke, damit ihr auch nichts weiter verpasst. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder.